Hallöchen zusammen, Super Exchange hier. Die 327-Liga steht vor der Tür und GGG hat wieder abgeliefert. Wir haben Breach Reloaded, wir haben Synchronous Trade, wir haben die Plotline Ascendancies und noch so einiges mehr. Ich habe richtig Bock auf die Liga und wie bei jeder neuen League stellt sich natürlich die Frage, welchen League Starter wähle ich? Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, was meine Pläne für den League Start sind und welchen Bild ich picken möchte. Für mich sind eigentlich 3 Faktoren entscheidend, wenn ich einen League Starter aussuche. Zum einen, er braucht Around Capabilities. Das heißt, ich muss ihn von Anfang bis Ende durchspielen können, weil ich in der Regel nur ein Bild pro Liga spielen möchte. Das heißt, er muss relativ einfach online kommen und gleichzeitig aber auch ein hohes Damage Ceiling haben. Zweitens, er sollte keine reine Glascannon sein. Er muss nicht der ultra mega super duper Tank sein, aber er sollte auch nicht bei jedem Windzug umfallen. Das heißt, eine solide Defense ist mir auch sehr wichtig. Und drittens, im besten Fall ist er auch nicht ultra meta für die jeweilige Liga, weil das entsprechende Gear dann ultra teuer ist. Und in dieser Liga ist meine Wahl gefallen auf Trickster, Reap, Exsanguinate, Mainz. Dieser Bild tickt alle diese Boxen, die ich eben gesagt habe. Der Clear mit Exsanguinate ist herausragend. Ihr lauft einfach durch die Maps, werft ein paar Minen links, rechts, die Minen explodieren, Exsanguinate kommt raus, die Mobs fallen um. Und dabei könnt ihr ganz chillaxed mit eurem Bild durch die Maps Shield chargen oder Whirling Bladen, je nachdem, welche Waffe ihr gepickt habt. Für das Bossing ist Exsanguinate etwas schwach auf der Brust. Es geht auch mit Exsanguinate, aber da müsst ihr schon ein bisschen höheres Investment haben, damit das irgendwie sinnvoll funktioniert. Und hier kommt Reap ins Spiel. Ihr swappt einfach Exsanguinate gegen Reap aus, alle anderen Links bleiben die gleichen und verdoppelt so quasi euren Single Target. Die Boss Rotation sieht dann etwa so aus. Ihr werft 1-2 Bear Traps, legt nach mit Arcanist Brand zum Debuffen und Applyen von Assassin's Mark und dann könnt ihr euch voll darauf konzentrieren, die Boss-Fähigkeiten zu dodgen und zwischendurch mit weiteren Reap Mines zu damagen. Und that's it. So könnt ihr im Prinzip alle Bosse legen. In der letzten Season habe ich damit alle Ubers geschafft. Das ist wirklich machbar. Was die Defense angeht, ist neben Energy Shield Evasion, Suppression und Ghost Shrouds vor allem Chill und Freeze euer Freund. Das macht euch zwar nicht zu einer Tankmaschine, die jeden Uber-Slam tanken kann, aber ermöglicht euch sogar relativ früh in der Liga in T17-Maps reinzugehen, wo ihr eigentlich noch gar nichts zu suchen habt. Preislich gesehen kommt ihr mit dem Bild recht günstig an den Start. Das teuerste Item zum League Start wird wahrscheinlich Heatshiver sein, sowie 2120 Reap, Sixlings und die gesamten +1 Level Weapon, Shield oder Ammo. Das geht relativ günstig. Wenn es dann aber nach hinten raus Richtung Ubers geht und ihr wirklich absolut super tanky werden wollt, dann sind dem Spaß keine Grenzen gesetzt. Um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie das Mapping mit dem Bild aussieht, schauen wir uns vielleicht hier einfach zusammen mit T16 Minotaur Map an. Und im Prinzip gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ihr geht rein, ihr schmeißt die Minen, Exsanguinate fliegt raus, alles explodiert. Viel mehr ist nicht zu tun, die Flasks sind automatisiert. Ihr seht, die Chains knallen ganz vernünftig rein. Mercs wird es natürlich nächste Season nicht mehr geben. Und hier auch in den Titan Packs funktioniert das Ganze einwandfrei. Ihr könnt im Prinzip wahlweise Whirling Blades spielen, das hängt natürlich von eurer Main-Waffe ab. In dem Fall habe ich Dolche, deshalb Whirling Blades. Könnt aber genauso Shield Charge spielen, wenn ihr mit einem Wand und einem Schild spielen wollt. Genau, das Ganze geht reasonably fast, aber es gibt natürlich auch noch schnellere Builds als das. Und klar, wenn ihr euch das anschaut, noch im Vergleich zu Righteous Fire, ist das Mapping vielleicht noch mal ein bisschen besser mit den Explosions etc. Aber ich finde, für Chaining funktioniert das schon gut. Und man sollte berücksichtigen, ich hatte hier keine
Chains oder sowas verlinkt. So, und jetzt haben wir hier noch den Minnow. Wie ihr seht, 2, 3 Minen geworfen und im Prinzip könnt ihr den gleich wegatmen. Zack, das war's schon. Dann lasst uns nochmal gemeinsam das League-Start POB durchgehen. Fangen wir vielleicht einfach an mit dem Tree. Das Wichtigste von allem natürlich die Ascendancy. Und zwar hat sich hier die Reihenfolge im Vergleich zur letzten Season etwas geändert. In der letzten Season habe ich One Step Ahead als erste Ascendancy im Lab genommen, aber das wird in der kommenden Season genervt. Die 108% Action Speed wird es nicht mehr geben. Das bedeutet, es gibt keine zusätzlichen Movement Speed in der Kampagne. Es gibt auch nicht zusätzlichen Damage. Das heißt, den habe ich jetzt erstmal rausgeschmissen. Stattdessen werde ich als ersten Skill oder als ersten Skillpunkt Swift Killer nehmen. Die 2 Frenzy Charges werden sich bemerkbar machen beim Speed in der Kampagne. Ich denke, das wird ganz gut sein. Als zweites dann vermutlich Polymath. Das bringt ein bisschen Damage und ansonsten eine ganz gute Recovery. Als drittes dann Escape Artist. Das bringt erst was, wenn man natürlich eine so besonders gute Rüstung hat und einen guten Helm. Aber wird sich dann auch bezahlt machen. Und dann als viertes vermutlich Spellbreaker, weil auch der Level von Spell Suppression genervt wurde. Das sind jetzt nur noch 40% und hiermit werden wir dann ab nächster Season vielleicht wieder auf 15% kommen. Genau, alternativ kann man trotzdem noch für One Step Ahead gehen, dann ist man quasi Freeze und Chill Immune trotzdem noch, was auch nicht verkehrt ist. Dann vielleicht kurzer Blick auf den allgemeinen Skill Tree. Wie gesagt, ist ein Level 90er Tree, der noch viel Potenzial hat, um verbessert zu werden später mit zum Beispiel Cluster Jewels und entsprechenden Jewels. Die wesentlichen Offensive Nodes sind einmal hier, der ist sehr wichtig, Saboteur mit 2 Additional Mines. Ansonsten die Mine Nodes hier Successive Detonations, die eigentlich ordentlich für Crit sorgen. Dann hier die Crit Mine Nodes und hier nochmal die Mine Penetration Damage. Ansonsten, was auch noch für Crit sorgt und als offensiv geführt wird, sind hier oben die Crit Nodes, insbesondere Doomcast und hier unten Critical Mastery. Dann ebenso offensiv ist hier Snowforged, gibt ganz bisschen Cold Damage und hier hat man nochmal die wichtige Mastery, die Resistenzen als invertiert zu betrachten. Genau, ansonsten defensive Nodes haben wir hier den Revenge of the Hunted, das ist Evasion Rating und Maximum Life. Hier oben haben wir Energy Shield und Life, dann haben wir hier unten noch Life, dann haben wir hier Suppression und Recovery of Energy Shield. Wir haben hier den großen Suppression Node und hier auch ganz wichtige Defensiv-Node Enduring Composure. Das hilft uns am Anfang, Endurance Charges zu generieren und Endurance Charges helfen sehr, sehr stark bei der Defensive. Hier ist noch ein weiterer Suppression Node und hier ist noch ein weiteres Life Wheel. Und dann gibt es noch ein paar Utility Nodes. Hier den Charisma für Increased Mana Reservation Efficiency und Influence plus dieses gesamte Wheel auch nochmal für Mana Reservation Efficiency. Als Keystones vielleicht noch interessant ist hier Lazy Shade. Das hilft ganz ordentlich gegen Damage over Time. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Defensive Layer, Ghost Dance. Da baut er im Prinzip die Ghost Charges auf, die, wenn er sie verliert, sofort Energy Shield recovern. Genau, das gibt es eigentlich schon zum Tree zu sagen. Dann nochmal zu den Skills. Ihr habt Exsanguinate. Gem-Levels sind super wichtig für diesen Bild. Das heißt, so schnell wie möglich auf 21 zu gehen. Die Charged Mind Supports braucht ihr für die Generierung von Power und Frenzy Charges. Minefield ist einfach für mehr Mines auf einmal werfen zu können. High Impact Mine macht aus Exsanguinate überhaupt erst den Mine-Skill und dann 2 Damage Links, Trap Mine Damage und Increased Crit Damage. Und dann habt ihr noch Reap. Hier bei Exsanguinate könnt ihr feststellen, da reicht 21,0, da braucht ihr keine Quality. Bei Reap ist 21,20 schon sehr vorteilhaft. Genau, dann Mobility mit Shield Charge. Hier habt ihr nochmal Assassin's Mark und Bear Trap. Dann als Aura-Setup
Grace, Summon Skitterbots, Hatred. Herald of Purity wird wahrscheinlich am Anfang noch schwierig sein. Müsst ihr gucken, wie es funktioniert, ob ihr das auch noch gefittet bekommt und ihr noch genügend Mana übrig habt, dass alles noch funktioniert. Das kann man aber weitestgehend umgehen, indem man so viel wie möglich zu Live-Tap linkt, dass man dann eigentlich kaum noch was mit Mana casten muss. Und dann gibt es noch ganz, ganz wichtig den Automation-Link zu Detonate Mines, Steel Skin nochmal als Defensivlayer. Und dann hier gibt es noch den, ja, ich sag mal, besonderen Twist, Arcanist Brand, das mit Val Reap gelinkt ist und Faster Casting. Das sorgt dafür, dass ihr sogenannte Blood Charges generiert. Und die Blood Charges sorgen dafür, dass ihr nochmal einen zusätzlichen Damage Output bekommt auf insbesondere Reap, wenn ihr beim Bossing seid. Das braucht ihr eigentlich beim normalen Mapping nie. Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man zu den Links sagen kann. Dann schauen wir uns noch die Items an. Und bei den Items schauen wir vielleicht erstmal auf die Unique Items und vielleicht erstmal auf die Gloves. Das ist Rim Sorrow. Warum Rim Sorrow? Genau, warum Rim Sorrow? Nun, Rim Sorrow hat eine ganz wichtige Eigenschaft. Es konvertiert den kompletten physischen Schaden von beidem, Exsanguinate und Reap, nach Cold. Und das ist wichtig, weil wir spielen ja Cold Conversion, Exsanguinate und Reap. Und das bedeutet, ohne das funktionieren in unserem Tree alle Elemental Damage Nodes nicht. Wir können nicht freezen, etc. Das heißt, das ist im Prinzip mandatory. Ihr könnt zum Beispiel im späteren Stadium austauschen gegenüber Betrayal Gloves, die darauf auch Cold Conversion gerollt haben. Dann gibt es noch ein bisschen Cold Conversion vielleicht aus dem Tree oder übers Watcher's Eye, sodass ihr insgesamt auch da auf 100% kommen könnt. Aber am Anfang Rim Sorrow und everything is done. Dann Kikazaru finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Unique-Item. Was macht Kikazaru? Kikazaru gibt uns jede Menge Life-Regen. Und wir brauchen Life-Regen, weil Exsanguinate kostet Leben, um es zu casten. Das heißt, ihr braucht auch eine vernünftige Life-Regen, dass das funktionieren kann. Und dann Heat Shiver nochmal als Helm macht nochmal einen ordentlichen Damage-Output, weil ihr nochmal einen gewissen Teil von eurem Cold Damage zu Fire Damage konvertiert, wenn die Gegner gechillt sind. Oder sogar nochmal extra Fire Damage bekommt, sollten die Gegner auch noch eingefroren sein. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein besonderer Damage-Multiplikator. Bei Bossen wird es ein bisschen schwierig, weil man da eben nicht diesen kontinuierlichen Freeze so leicht hinbekommt. Da braucht man schon einen sehr hohen Damage-Level to begin with. Ansonsten sind hier relativ einfache Items drauf. Wichtig, glaube ich, einfach bei dem Wand und dem Shield solltet ihr so früh wie möglich versuchen, +1 Level drauf zu bekommen. Genauso wie beim Ammu, weil Exsanguinate und Reap beide super skalieren mit +Level to Spells. Genau, Necrotic Armor ist jetzt einfach nur eine Energy Evasion Chest als Beispiel. Dasselbe gilt für die Schuhe. Und hier habe ich noch einen Stygian Weiß drin. Der Stygian Weiß ist nochmal insofern besonders, da könnt ihr einfach mit einer Seal Essence Trap Mind Speed drauf machen. Das hilft dann nochmal beim Damage Output insgesamt. Genau. Flask Setup ist im Prinzip Diamond Flask für den Crit, Jade Flask für zusätzliche Evasion, Silver Flask für Onslaught und dann noch ein bisschen Movement Speed mit Quicksilver und den Life Flask noch dazu. Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen auch alles, was man zum Gear sagen kann. Und dann kommen wir vielleicht als letztes zum Leveling. Ihr könnt nämlich mit Exsanguinate Reap nicht von Beginn an starten. Ihr könnt nicht mal in der Kampagne verlässlich damit starten, sondern damit es richtig gut funktioniert, seid ihr schon so halb im Endgame, also um Level 84. Das heißt, ihr braucht andere Skills, die euch bis an diesen Punkt bringen können. Schauen wir es uns doch einfach mal zusammen an. Von Level 1 bis 31 will ich mit Rolling Magma leveln. Geht natürlich auch im Prinzip jeder andere Leveling-Skill, aber Rolling Magma funktioniert ganz gut, ist ein sehr traditioneller Leveling-Skill und macht für mich da sehr viel Sinn. Das heißt, Rolling Magma, den gibt es direkt am Start beim Vendor. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einen Templar mulen, dann habt ihr gleich noch Elemental Prolif dabei. Ansonsten kauft ihr Elemental Prolif nach Hail Rake.
Ab Level 8 gibt es dann noch Combustion als Damage-Link dazu und das hält dann im Prinzip bis Level 31 durch. Ab Act 2 könnt ihr zusätzlich ein Single-Target mit Fire Trap dazu nehmen. Das wird dann unterstützt durch Swift Assembly. Das kriegt ihr beim Act 1 Vendor und Trap Mine Damage. Das ist ein Quest Reward, wenn ihr den Weaver besiegt habt. Das Ganze funktioniert reasonably well, fällt dann aber nach meinem Empfinden immer relativ stark ab, so ab Level 25 bis 31, aber da muss man halt ein bisschen durchziehen. Dann könnt ihr swappen und da gibt es im Prinzip zwei Optionen, meiner Meinung nach, die gut funktionieren. Das eine ist Pyroclast Mines, das möchte ich in dieser Liga probieren, weil Pyroclast Mines wurde ziemlich stark gebufft. Das ist fast wie ein extra Damage-Link, der dazukommt, klingt also erstmal nicht so schlecht. Alternativ geht aber auch Power Siphon Mines. Das habe ich letzte Liga versucht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Gibt ein paar Voraussetzungen, bevor ihr wirklich swappen könnt. Ihr müsst die Library gemacht haben, weil nur in der Library bekommt ihr Charged Mines. Und Charged Mines braucht ihr, um Frenzies und Power Charges generieren zu können. Ein Vierlink macht auch sehr viel Sinn. Idealerweise ist das ein Blue, 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 Green. Es geht aber auch Blue, Blue, Green, Green oder Blue, Blue, Red, Green, je nachdem, ob ihr noch andere Damage-Links dazu packen könnt. Und so sieht dann auch euer Main-Skill für Clear und Single-Target eigentlich aus. Also Pyroclast Mines ist drin, das kriegt ihr von Cravicious oder ihr kauft es halt in der Library. Die Charged Mines gibt es als Quest in der Library. Swift Assembly kauft ihr im Akt 1 Vendor und dann als Damage-Link, je nach was ihr halt für einen Vierlink gefunden habt, Increased Critical Strike. Wenn ihr aber nur Blue, Blue, Green, Green habt, dann Trap oder Mine Damage. Oder wenn ihr noch einen roten Link habt, dann Fire Penetration. Swift Assembly könnt ihr dann so gegen Akt 9 oder so gegen Minefield austauschen. Aura Setup fange ich gerne mit Purity of Elements an und tausche es dann später gegen Grace, weil die Resis aus meiner Sicht am Anfang wichtiger sind als Evasion. Dann natürlich Skitterpots und Clarity braucht ihr vermutlich auch. Gelingt mit Arrogance, dann passt es auch von der Mana Reservation insgesamt. Ihr könnt vielleicht noch Vitality mit dazu nehmen, habt ihr noch ein paar Punkte Life Regeneration. Wenn es irgendwie passt von den Damage Links, könnt ihr noch Debuff Link über Arcanist Brand machen, indem ihr Wave of Conviction reinmacht. Das gibt Exposure. Flame Wall, das hilft natürlich nochmal, wenn da die die Pyroclast Minen durchfliegen und Combustion einfach nochmal als Damage Enabler. Genau, was sind die Rare-Stat-Prioritäten in dieser Phase? Auf jeden Fall immer plus Levels auf Weapon und Jewelry. Das ist natürlich plus Levels to Fire, ansonsten Flat Damage to Spells oder Spell Damage. Crit Multi, Mind Throwing Speed und Crit Chance helfen natürlich auch. Auf Armor und auf Armor ist es eigentlich Resistance is Life und Suppression. Jewelry auch nochmal plus Levels, ansonsten Resistance is Life und auf dem Belt Mind Throw Speed geht auch noch auf dem Ammu. Und bei den Jewels Mind Throw Speed, Percentage Life, Crit Multi, alles sehr, sehr gut. Und dann kommt der letzte Schritt, nämlich der Swap von Pyroclast Mines dann tatsächlich auf Exsanguinate Reap Mines. Und was sind die Voraussetzungen dafür? Das ist zum einen, ihr braucht Rim Sorrow für die 100% Cold Conversion. Wenn ihr es alternativ über eine andere Geschichte schafft, natürlich super, aber Rim Sorrow ist definitiv der einfachste Weg. Zweitens, ihr braucht Kikazaru. Warum? Weil nur dann habt ihr genügend Life Regen, um Exsanguinate und Reap zu sustain. Ihr braucht einen 5-Link, sonst fühlt sich das richtig schlecht an. Und der ist idealerweise 4 Blue, 1 Red. Und Exsanguinate am besten schon so um Level 18, 17 geht auch. Und vielleicht auch schon den ersten +1 Wand oder das erste +1 Amulett. Wenn ihr die Sachen alle habt, dann sollte einem smoothen Swap eigentlich nichts im Wege stehen. Was die Rare-Stat-Prioritäten angeht, für die Waffen auf jeden Fall plus Levels to Spells, dann ansonsten Spell Damage, Crit Multi, Mind Throw Speed and Critical Chance for Spells. Auf der Armor, Resistance is Life, Suppress gilt natürlich auch noch. Viel wichtiger wird aber, habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber ist, dass am Ende auch Evasion Energy Shields sehr hoch sind, weil das dann eine besonders gute Synergie zu eurer Ascendancy Escape Artist hat. Jewelry plus Levels aufs Ammu auf jeden Fall, ansonsten Resistance is Life, Mind Throw Speed, das geht allerdings nur auf dem Belt und dem Amulett und Crit Multi. Und auf den Rare Jewels
Minds for Speed, Percentage Life und Crit Multi. Damit seid ihr dann gut aufgestellt. Ihr findet das ganze POB auch als Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch auch die Configuration anschauen, die ist aber im Prinzip relativ straightforward. Das war's zum Exsanguinate Mind Trickster. Der Link zum POB, den findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen oder irgendwelche Anregungen habt, schreibt gerne was in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich auch tierisch über ein Abo freuen. Diesen League-Start plane ich zum ersten Mal tatsächlich den gesamten League-Start zu streamen. Wenn ihr also Lust habt, das Ganze gemeinsam zu erleben, dann schaut gerne bei Twitch vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen super Start in die Liga, das nötige Quäntchen Glück beim Loot-Droppen und damit bin ich raus. Tschö und bis demnächst.